Hallo liebe Games.ch-Leser, euch und allen anderen Gamern da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Testvideo zu Supercross 25, dem offiziellen Spiel zur AMA Supercross Championship. Wir sind auf der PS5 Pro für euch in den Sattel der Motocross-Bikes gestiegen. Was der Titel Rennspielfans im Allgemeinen und Motocross-Freunden im Besonderen zu bieten hat, erfahrt ihr in den folgenden Minuten. It looks like they're about to go. Not much time left before the race starts. We'll find out very soon. The race is about to start. Mit Supercross 25 kehrt die Reihe nach einer rund zweijährigen Pause zurück. Anders als der Vorgänger spart Entwickler Milestone diesmal die Last Gen aus und konzentriert sich voll auf PC, PS5 und Xbox Series. Mehr noch, das italienische Studio gibt an, den neuen Teil der Reihe von Grund auf neu entwickelt zu haben und verspricht im Rahmen dessen unter anderem einen brandneuen Karrieremodus, ein neues KI-System und eine rundum erneuerte, bessere Physik. Auf den ersten Blick fallen die Veränderungen allerdings nicht ganz so gravierend aus, wie man sich das in Anbetracht der vollmundigen Ankündigung vielleicht erhofft hatte. Die Bikes steuern sich im Wesentlichen nämlich noch ziemlich genauso über die Buckelpisten. Allerdings sorgt das überarbeitete Fahrmodell dennoch dafür, dass man schneller ein gutes Gefühl dafür kriegt, wie das Motorrad sich am Boden oder auch in der Luft verhält, je nachdem wie und mit welchem Speed man einen Hügel anfährt. Deshalb ist es auch nicht ganz so wild, dass das spielinterne Tutorial der sogenannten Supercross Academy insgesamt ziemlich schlecht gelöst ist. Denn es führt recht oberflächlich ein und erklärte letztlich kaum mehr, als ein Blick aufs Steuerungslayout auch verraten würde, was etwa den Sinn der Nutzung der Vorder- oder Hinterradbremse oder die Gewichtsverlagerung betrifft. Aber man kommt eben nach ein paar Rennen auch so immer besser rein und verbessert sich dabei recht effektiv per Learning by Doing. Dürften viele, nicht nur die absoluten Serienneulinge, anfangs immer wieder mal stürzen oder nur durch die auf Wunsch deaktivierbare Rückspulfunktion gute Platzierungen erreichen können, klappt das später fast wie von selbst. Insofern ist die Lernkurve hier letztlich sogar gut gelungen, zumal nun Profis gleich auf eine der höheren KI-Stufen starten werden. Alle anderen beginnen besser tief und schalten dann später einfach hoch, sobald sie sich der dann erheblich fordernderen Aufgabe gewachsen fühlen. Was sich besonders positiv in Bezug auf die neue Spielphysik bemerkbar macht, ist ein neues System für die Piste. Gerade bei der Nutzung des DualSense auf der PS5 spürt man nun deutlicher Unterschiede etwa zwischen relativ trockener Erde, regennassem Matsch oder auch auf aufgestreutem Sand, wie ihr euch in manchen Stadien an gewissen Punkten erwartet. Darauf müsst ihr natürlich noch ein bisschen vorsichtiger agieren und ganz besonders beim Herausbeschleunigen aus einer Kurve aufpassen. Was die Entwickler ebenfalls versprechen, ist, dass sich der Untergrund durch das Befahren von euch und den anderen Fahrern mit der Zeit verändert. Ob das tatsächlich in größerem Rahmen passiert, sich also etwa neue oder auch tiefere Spurrillen bilden, können wir gar nicht genau sagen. Es gibt allerdings Punkte, an denen wir davon überzeugt sind, dass das wirklich vorkommt, wenn wir in einer Kurve etwa leichter wegrutschen als in der Runde zuvor. Gut erkennen, wo der Boden nun aber rutschiger oder unebener im Vergleich zur Vorrunde geworden ist, kann man allerdings letztlich allenfalls bedingt. Das angeblich komplett neue KI-System funktioniert dafür nur in mancher Hinsicht gut. Wie schnell die auf den Strecken je nach gewählter Stufe unterwegs sind, passt und bietet jedem Spieler eine angemessene Herausforderung. Dass die KI aber besonders dynamisch und clever auf uns und die anderen KI-Gegner reagieren würde, das sehen wir nicht. Allerdings ist die vermeintliche Rücksichtslosigkeit beim Fahren im engeren Pulk auch kaum besser zu lösen, als es im Spiel der Fall ist. Dennoch ist es ärgerlich, gerade in der Startphase regelmäßig bei einer der Berührungen der Leidtragende zu sein. Denn da fühlt es sich fast so an, als wenn es immer uns trifft und selten die anderen. In Bezug auf die audiovisuelle Kulisse legt Supercross 25 im Vergleich zum Vorgänger merklich zu. Die Grafik wirkt aber trotzdem die Entwickler sich auf die Current Gen konzentrieren, gleichzeitig beim Detailgrad der Umgebungen und einigen Effekten veraltet. Gerade wenn man bedenkt, wie klein die meisten Arenen sind, also etwa das Snapdragon Stadium in San Diego oder das MetLife Stadium in New Jersey, hätte Milestone mit der hier eingesetzten Unreal Engine 5 sicherlich ein besseres Ergebnis erzielen können. An der Performance gibt es dafür nichts zu meckern. Eines der visuellen Highlights des Spiels besteht im Verschmutzungssystem. Denn in jedem Rennen setzt sich zunehmend Staub, Matsch und anderes auf dem Fahrer und seinem Bike ab, bis beides dann schließlich regelrecht vor Dreck trieft.
Loslegen könnt ihr in Supercross 25 sowohl im Solo-Modus als auch online in Einzelrennen, Meisterschaften oder Rhythm Attack Events, wobei ihr dann auch mit den offiziellen Fahrern an den Start gehen könnt. Wer will, kann im Splitscreen auch lokal gegen einen Freund antreten. Der wichtigste Modus aber ist die Karriere, in der ihr euch einen eigenen Fahrer erstellt. Den eigenen Fahrer zum Erfolg zu führen, hat natürlich immer etwas für sich. Besonders spektakulär ist der Modus aber nicht aufgebaut. Letztlich nehmt ihr nur an regulären Meisterschaftswettbewerben und Sonderevents teil, die außer den gelegentlichen Rhythm Attacks aber keine außergewöhnlichen Veranstaltungen zu bieten haben. Beim Upgrade-System wählt ihr zwischen den Wochenenden einfach bloß aus, ob ihr Handling, Topspeed, Beschleunigung oder Bremsen verbessern wollt, was ziemlich langweilig gelöst ist. Eher sogar noch ein bisschen langweiliger ist das spielinterne Social-Media-System, mit dem ihr etwa Einfluss auf euer Verhältnis zu anderen Teams oder Mitbewerbern nehmt. Das klingt hier spannender, als es tatsächlich ist und wird zudem nur in schnöden Textboxen präsentiert. Gewisse Anreize gibt es vor allem in Form freischaltbarer alternativer Helme, Stiefel und Co. Ein allzu hohes Maß an Zusatzmotivation daraus solltet ihr aber nicht erwarten, denn in dem Bereich ist gefühlt fast jede andere halbwegs relevante Rennspielmarke besser. Auf der Piste aber macht Supercross 25 seine Sache eben wirklich sehr ordentlich und klar besser als jeder seiner Vorgänger, sodass hier nicht mehr nur beinharte Motocross-Fans Spaß an den Rennen haben. Daran ändert auch nichts, dass das Spiel bei der Inszenierung weiterhin nicht ansatzweise an Spiele wie die aus Codemasters F1-Reihe heranreicht. Kurz gesagt, der bislang beste Teil der Supercross-Reihe, der aber wie gehabt vor allem Spieler ansprechen wird, die dem Motocross-Sport etwas abgewinnen können. Alle weiteren aktuellen Infos zu Monster Energy Supercross 25 sowie unseren geschriebenen Testbericht nebst Wertung findet ihr wie immer auf games.ch.